Warum zerfiel Jugoslawien im Jahr 1991 und endete in einem Blutbad? Teil 1 – Der Krieg in Kroatien. Nachdem damals die Berliner Mauer gefallen war und Ostblock zerfiel, wurde das sozialistische, aber neutrale Jugoslawien von der NATO nicht mehr gebraucht und die EU erstmal unfähig. Und nach dem Tod des Diktators Tito 1980, der den Vielvölkerstaat mit eiserner Hand zusammenhielt, traten die Spannungen zwischen den entwickelten nördlichen Republiken, wie Slowenien und Kroatien, und der größten Republik Serbien, das Millionen Opfer in den beiden Weltkriegen gebracht hat, um alle Südslawen zu befreien, immer deutlicher zu tragen. Vor allem die wirtschaftlichen Probleme verschärften die Lage, weil der Westen keine Kredite mehr bewilligt, da Jugoslawien nicht mehr gebraucht wird als Pufferzone zwischen der NATO und dem Osten. Im April 1990 wurden in Slowenien und Kroatien die ersten freien Wahlen abgehalten. Im Juli erklärte Slowenien seine Souveränität und Kroatien zog nach, wo die Nationalisten unter der Führung des Ex-Generals Tudjman die Wahlen gewannen. Das Problem in Kroatien war aber, dass rund 15% der Bevölkerung Serben waren, deren Rechte unter der neuen nationalistischen Regierung eingeschränkt wurden und sich die serbische Minderheit an den kroatischen faschistischen Ostherrscherstaat aus dem Zweiten Weltkrieg erinnert fühlten. Darauf riefen die Serben ein Knien am 19. Dezember 1991 die serbische Autonome Republik Krajina aus. Darauf kamen es zu Zusammenstößen zwischen den serbischen Bürgerwehren und kroatischen Polizeieinheiten. Im Punkt September 1991 standen die serbischen Siedlungsgebiete, was ein Drittel des kroatischen Territoriums war, unter serbischer Kontrolle. Aus den von Kroatischen kontrollierten Gebieten wurden alle Serben vertrieben. Darauf beschloss die UN 1992 Friedenssoldaten entlang der Grenze zwischen Serben und Kroaten zu entsenden. 1995 kam dann der Wendepunkt. Die kroatische Armee, die rund 250.000 Mann, inzwischen von den USA, Deutschland und anderen westlichen Staaten massiv aufgerüstet, griff, mit der koordinierten Unterstützung der NATO, die serbische autonome Region an, welche ja eigentlich als UN-Schutzzone eingerichtet wurde, und vertrieb innerhalb Tagen die gesamte Bevölkerung der Krajina, wo die Serben seit Jahrhunderten angesiedelt waren. Die wenigen Alten, die in ihren Häusern blieben, wurden ermordet. Leider war der Krieg noch nicht zu Ende. In Bosnien und Herzegowina entwickelte sich nämlich seit 1992 ein noch grausamerer Krieg zwischen Serben, Kroaten und Moslems.